Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Frag immer erst, warum ist die Jubiläumsausgabe eines der einflussreichsten Führungs- und Strategiebücher unserer Zeit? Simon Sinek zeigt darin, dass außergewöhnliche Unternehmen und Führungskräfte nicht mit dem Was oder dem Wie beginnen, sondern mit dem Warum. Dieses Warum ist der Sinn, die Sache, der Zweck, der weit über Produkte, Dienstleistungen oder kurzfristige Kennzahlen hinausreicht. Wer das Warum klar formuliert und konsequent lebt, inspiriert Menschen zu freiwilliger Gefolgschaft, baut Vertrauen auf und schafft Loyalität, die Krisen überdauert. Sinek verknüpft seine Idee mit Psychologie, Biologie und praktischen Beispielen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die Jubiläumsausgabe würdigt 15 Jahre Wirkungsgeschichte und zeigt zugleich, wie aktuell der Ansatz in Zeiten von Disruption, Wertewandel und Talentknappheit ist. Statt Manipulationen wie Rabatten, Druck oder Angst setzt der Autor auf Inspiration durch Sinn und klare Identität. Der goldene Kreis aus Warum, Wie und Was liefert ein übersichtliches Modell, mit dem Führung, Kultur, Kommunikation und Innovation neu ausgerichtet werden können. Leserinnen und Leser erhalten nicht nur ein theoretisches Rahmenwerk, sondern auch konkrete Impulse, um ihr eigenes Warum zu entdecken, in Verhalten zu übersetzen und im Alltag wirksam zu verankern. Das Ergebnis sind Entscheidungen mit größerer Klarheit, Teams mit stärkerem Engagement und Marken mit belastbarer Differenzierung. Wer verstehen will, warum einige Organisationen weit über ihre Branche hinaus Strahlkraft entwickeln und andere trotz großer Budgets scheitern, findet hier eine klare, überzeugende Antwort. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der goldene Kreis. Warum, wie, was? Als Kernprinzip. Im Zentrum von Simon Sineks Ansatz steht der goldene Kreis mit 3 Ebenen. Innen das Warum, in der Mitte das Wie, außen das Was. Die meisten Organisationen kommunizieren von außen nach innen. Sie beschreiben zuerst, was sie herstellen und erklären dann, wie sie es tun. Das Warum bleibt oft unklar. Inspirierende Organisationen drehen die Reihenfolge um. Sie beginnen mit dem Warum, also dem Sinn, der sie antreibt. Erst danach folgen das Wie, die besonderen Prinzipien und Vorgehensweisen und schließlich das Was, die greifbaren Produkte oder Leistungen. Dieses einfache Schema entspricht, so Sinek, der Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen. Das Warum spricht die Ebene an, in der Zugehörigkeit, Vertrauen und Intuition verankert sind. Die biografischen Gründe, die Überzeugungen oder die Idealvorstellung einer besseren Zukunft aktivieren emotionale Zentren, in denen Bindung und Motivation entstehen. Das Wie vermittelt Glaubwürdigkeit, weil es zeigt, welche Haltungen zu messbaren Handlungen werden. Das Was liefert Belege, sichtbare Ergebnisse, die zur Botschaft passen. Praktisch bedeutet der goldene Kreis, dass jede Kommunikation und jede Entscheidung entlang dieser Reihenfolge gestaltet werden sollte. Ob Führungsansprache, Stellenanzeige, Marketingkampagne oder Strategiepapier. Wer zuerst Sinn vermittelt, erhöht die Chance, dass Menschen sich selbst im Anliegen wiederfinden. Das Ergebnis ist nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Hingabe. Ein weiterer Nutzen. Der goldene Kreis wirkt als Filter. Ist das Warum klar, wird es leichter, Prioritäten zu setzen, Nein zu sagen und Ressourcen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er hilft, Wachstumsfallen zu vermeiden, in denen das Was expandiert, während der Sinn verwässert. Vertrauensverlust ist häufig die Folge, wenn Organisationen zwar neue Produkte liefern, aber ihre innere Richtung verlieren. Mit dem goldenen Kreis lässt sich dieser Drift korrigieren, indem Warum, Wie und Was wieder in Einklang gebracht werden.
Dadurch entsteht eine stabile Identität, die Innovation ermöglicht, ohne die eigene Seele zu verkaufen. Zweitens. Inspiration statt Manipulation. Der Unterschied, der Loyalität schafft. Sinek unterscheidet zwischen zwei Wegen, Verhalten zu beeinflussen: Manipulation und Inspiration. Manipulation arbeitet mit Rabatten, Druck, Angst, knappen Fristen, modischen Trends oder aggressiver Konkurrenzpositionierung. Kurzfristig funktionieren diese Methoden. Sie bewegen Menschen zum Kauf oder zur Aktion, ohne jedoch eine echte Bindung zu erzeugen. Die Konsequenz sind austauschbare Beziehungen, volatile Nachfrage und hoher Druck auf ständige Anreize. Das gilt für Kundengewinnung ebenso wie für Mitarbeiterführung. Inspiration dagegen setzt beim Sinn an. Wer glasklar erklärt, wofür er steht, zieht Menschen an, die an dieselben Dinge glauben. Kunde, Bewerberin oder Partner entscheiden sich nicht nur wegen eines Merkmals oder eines Preises, sondern weil sie Teil einer Sache sein wollen. Das erzeugt Loyalität, die sich in Geduld, Empfehlung und Co-Kreation äußert. Loyalität bedeutet, dass Menschen bleiben, auch wenn Wettbewerber kurzfristig günstiger sind. Auf Führung übertragen heißt Inspiration, ein Umfeld zu schaffen, in dem Bedeutung, Vertrauen und Zugehörigkeit spürbar sind. Dazu gehören Geschichten, die Herkunft und Absicht lebendig machen, Symbole, die Orientierung geben, sowie Rituale, die Werte in den Alltag übersetzen. Führungskräfte sind dabei Hüter des Warum. Sie machen es verständlich, verkörpern es durch ihr Verhalten und schützen es vor Verwässerung. Das verlangt Konsequenz. Ein inspirierendes Leitbild nützt wenig, wenn es nur in Präsentationen existiert. Entscheidungen bei Einstellung, Beförderung, Produktentwicklung und Budgetierung sind der wahre Test. Inspiration ist damit anspruchsvoller als Manipulation, aber nachhaltiger. Sie erfordert Klarheit, Geduld und die Bereitschaft, kurzfristige Vorteile zugunsten langfristiger Vertrauensbildung zu opfern. Der Gewinn ist eine Gemeinschaft von Menschen, die intrinsisch motiviert handelt. In Märkten mit hoher Informationsdichte und geringer Differenzierung ist genau diese Form der Bindung der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Wer inspiriert, hat Botschafter, nicht nur Käufer, und Mitarbeiterinnen, nicht nur Arbeitskräfte. Drittens, Klarheit, Disziplin und Konsistenz. Das Betriebssystem des Warum, Sinek beschreibt 3 Bausteine für dauerhaftes Führen mit Sinn: Klarheit des Warum, Disziplin beim Wie und Konsistenz im Was. Klarheit bedeutet, das Warum präzise zu formulieren. Es ist keine Marketingfloskel, sondern eine verdichtete Aussage über den Beitrag, den eine Organisation leisten will und die Wirkung, die sie für Menschen anstrebt. Diese Klarheit entsteht durch das Erzählen konkreter Ursprungsgeschichten, durch Reflexion überprägender Erfolge und Rückschläge und durch das Erkennen wiederkehrender Muster. Disziplin beim Wie heißt, die Prinzipien und Werte in überprüfbare Verhaltensregeln zu übersetzen. Werte werden zu Verben. Statt abstrakter Begriffe werden Leitlinien definiert, an denen sich Recruiting, Onboarding, Performance-Kriterien, Vergütungssysteme und Entscheidungsprozesse messen lassen. So wird sichtbar, was erlaubt und was unerwünscht ist. Disziplin bedeutet auch, schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn kurzfristige Gewinne dem Sinn widersprechen. Konsistenz im Was schließlich sorgt dafür, dass Produkte, Services, Prozesse und Kommunikation das gelebte Warum widerspiegeln. Konsistenz heißt nicht Uniformität, sondern Anschlussfähigkeit. Innovationen sollen inhaltlich zum Kern passen. So entsteht eine Markenerfahrung, die in jedem Kontaktpunkt stimmig ist. Kunden und Mitarbeitende spüren diese Stimmigkeit, auch wenn sie nicht analytisch benennen. In Summe bilden diese 3 Bausteine ein Betriebssystem für Kultur und Strategie. Ohne Klarheit drohen leere Schlagworte. Ohne Disziplin bleibt das Warum folgenlos. Ohne Konsistenz wirkt die Organisation widersprüchlich.
Messbar wird der Fortschritt über Indikatoren wie Bindungsraten, Empfehlungsbereitschaft, Qualität der Talente im Bewerberpool, Entscheidungsdauer, Konfliktintensität oder die Stabilität von Margen bei Preisdruck. In Krisen zeigt sich die Stärke des Systems. Wer sein Warum kennt, kann schneller Prioritäten setzen, glaubwürdig kommunizieren und Vertrauen erhalten. So wird der Sinn nicht zur schönen Erzählung, sondern zum handfesten Steuerungsinstrument. 4. Die Verbreitung von Ideen. Vom Innovator zur Mehrheit. Ein zentrales Konzept bei Sinek ist das Verständnis dafür, wie sich Ideen, Produkte oder Bewegungen verbreiten. Er knüpft an den Adoptionsverlauf an, der von Innovatoren über frühe Anwender bis zur Mehrheit reicht. Menschen am Anfang der Kurve entscheiden vor allem aus Überzeugung und Identität heraus. Sie tolerieren Unschärfe, probieren Neues und tragen das Risiko mit, weil sie an die Sache glauben. Genau hier wirkt das Warum am stärksten. Wenn die Botschaft Sinn stiftet und eine klare Haltung verkörpert, fühlen sich diese Gruppen angesprochen. Sie werden zu ersten Käufern, Mitarbeiterinnen, Unterstützern und Multiplikatoren. Ohne sie gibt es keine kritische Masse. Wer jedoch zu früh mit Massenargumenten wie Preis, Komfort oder Vergleichsliste antritt, überspringt die Glut und verliert die Chance, echte Fürsprecher zu gewinnen. Der Übergang von frühen Anwendern zur breiten Mehrheit verlangt anschließend Übersetzung, nicht Verwässerung. Das Warum bleibt der Anker, während das Wie und das Was für größere Zielgruppen zugänglich gemacht werden. Das kann bedeuten, Prozesse zu skalieren, Service zu standardisieren oder Vertriebswege zu verbreitern, ohne den Kern zu opfern. Erfolgreich gelingt das, wenn man die Identität schützt und zugleich Barrieren zur Teilnahme senkt. Beispiele sind Community-Programme, in denen die ersten Unterstützer als Mentoren auftreten, oder Produktvarianten, die den Einstieg erleichtern, ohne den Sinn zu kompromittieren. Kommunikation spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie sollte weiterhin vom Sinn ausgehen, aber unterschiedliche Belege liefern, die für verschiedene Segmente relevant sind. So entsteht kein inkonsistentes Patchwork, sondern ein orchestriertes System aus Botschaft und Beweis. Gefahr droht, wenn Wachstum die Versuchung erhöht, beliebige Bedürfnisse zu bedienen. Dann werden Features hinzugefügt, die nicht zum Kern passen, oder Partnerschaften eingegangen, die die Identität aushöhlen. Langfristig ist die Integrität des Warum der verlässlichste Motor für organisches, empfehlungsgetriebenes Wachstum über die gesamte Adoptionskurve hinweg. Schließlich vom Konzept zur Praxis. Das eigene Warum entdecken und leben. Die Stärke des Buches liegt auch in seiner Umsetzbarkeit. Sinek zeigt, wie Individuen und Organisationen ihr Warum finden und verankern. Ausgangspunkt ist die Rückschau auf prägende Erfahrungen. Welche Momente haben Stolz ausgelöst? Welche Enttäuschungen? Welche Lernkurven? Welche Geschichten erzählen Mitarbeitende, Kundinnen oder Partner spontan über die besten gemeinsamen Erlebnisse? In diesen Narrativen stecken Hinweise auf Beitrag und Wirkung, also auf das, was man anderen ermöglicht und wie sich das Leben dieser Menschen dadurch verbessert. Aus den Mustern entsteht eine klare Formulierung des Warum, verdichtet auf eine zugängliche, handlungsleitende Aussage. Allein die Formulierung ist aber erst der Anfang. Das Warum wird operationalisiert, indem es in konkrete Wie-Prinzipien übersetzt wird. Dazu zählen Auswahlkriterien für Talente, Trainingsformate, Führungsrituale, Entscheidungsleitplanken oder Produktprinzipien. Werte werden zu Verhaltensregeln, die in Alltagsentscheidungen erkennbar sind. Besonders wirksam ist es, Verbündete zu identifizieren. Menschen, die den Sinn teilen und ihn in ihren Bereichen vorantreiben. Sie bilden ein Netzwerk aus Kulturträgern. Kommunikation rundet die Praxis ab. Intern sollte das Warum in Onboarding, Feedbackgesprächen und regelmäßigen Teamformaten präsent sein. Extern wird es in Sprache, Design, Kundenerlebnis und Partnerschaften sichtbar. Messgrößen helfen, die Wirkung zu prüfen, etwa Mitarbeiterbindung, Empfehlungsraten, Qualität der Initiativbewerbungen oder Wiederkaufsraten. Für Einzelpersonen gelten ähnliche Schritte.
Man reflektiert Lebenslinien, erkennt Leitmotive, formuliert den persönlichen Beitrag und richtet Entscheidungen danach aus. Das kann berufliche Weichenstellungen erleichtern, Konflikte klären und Resilienz stärken. Typische Stolpersteine sind Eile, Abstraktion und Inkonsistenz. Wer zu schnell allgemeine Slogans formuliert, verliert an Glaubwürdigkeit. Besser ist es, konkreten Geschichten zu vertrauen und das Warum iterativ zu schärfen. Mit Geduld, Feedback und erfahrungsbasierter Justierung wird aus einem inspirierenden Satz eine gelebte Praxis, die Leistung und Lebensqualität messbar verbessert. Zusammenfassend: Frag immer erst, warum ist ein Grundlagenwerk für alle, die mit Menschen arbeiten und Wirkung erzielen wollen. Führungskräfte auf allen Ebenen erhalten ein klares Modell, um Sinn, Strategie und Kultur zu verbinden. Gründerinnen und Unternehmer gewinnen einen belastbaren Kompass für Prioritäten, Wachstum und Kapitalallokation. Fachleute aus Marketing, Vertrieb und Kommunikation lernen, wie sie Botschaften verdichten und Loyalität statt kurzfristiger Impulse aufbauen. HR und Organisationsentwicklung bekommen konkrete Hebel, Future Recruiting, Onboarding und Performance-Systeme, die wirklich zum Kern passen. Auch Studierende, Coaches und Menschen in Non-Profit-Organisationen profitieren, weil das Modell branchenunabhängig funktioniert. Warum lohnt sich dieses Buch ganz persönlich? Es schafft Klarheit in einem lauten Umfeld. Wer sein Warum kennt, entscheidet schneller, kommuniziert eindeutiger, setzt Grenzen und fokussiert Energie. Das steigert Wirksamkeit, Zufriedenheit und Resilienz. Für Teams bedeutet es weniger Reibungsverluste, mehr Eigenverantwortung und eine Kultur, in der Menschen gern ihr Bestes geben. Für Marken bedeutet es Unverwechselbarkeit, die nicht kopierbar ist, weil sie auf Identität statt auf Features beruht. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Erstens verbindet es zeitlose Prinzipien mit greifbaren Werkzeugen. Der goldene Kreis ist einfach, aber tief. Er erklärt, warum manche Strategien trotz hoher Budgets scheitern und andere mit begrenzten Mitteln gewinnen. Zweitens liefert das Werk eine stimmige Brücke zwischen individueller Motivation und organisationaler Exzellenz. Es ist nicht nur ein Marketingbuch, nicht nur ein Führungsratgeber, sondern ein einheitlicher Rahmen für Sinn, Verhalten und Ergebnis. Drittens präsentiert die Jubiläumsausgabe die Essenz eines Konzepts, das weltweit in Unternehmen, Schulen und Bewegungen erprobt wurde. Gerade in Zeiten des Wandels brauchen Menschen Orientierung, die über Zahlen hinausgeht. Dieses Buch liefert sie in einer Form, die inspiriert und anleitet. Wer langfristig erfolgreich sein will, beginnt mit dem Warum. Wenn Sie unterstützen möchten: Simon Sinek, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.